Ja, wo bin ich denn hier jetzt reingeraten? Nee, ich wollte doch nur gerade ein paar Sachen So, craften. Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, oh, it let out a stench that could wake the dead. No, this package didn't contain any hazardous materials. Hey, Timaeus! What are you chatting about? Ja, hi. Who might this be? Ja, wer ist das? Leute, das... Oh, hello, you two. This is Sucrose. Ja, das ist Sucrose. Ich werde nicht den englischen Namen sagen. Hi. Nicht I'm den deutschen Namen Sucrose, sagen. Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. I do my best to help. Ich werde garantiert nicht Saccharose sagen, Leute. Das könnt ihr euch abschminken. Das ist so bescheuert, dass die Namen manchmal auch übersetzt werden. Ich werde den englischen Namen nutzen. Naja, also, wenn du schon Albedo kennst und sogar seine Assistenten ein bisschen im B seid, so sind einmal nicht mehr nervös. Keine Sorge, ich kenne Albedo auch schon. Ihr jetzt noch nicht, aber ich schon, aber ihr noch nicht. Ja. Huh? Do I look nervous? Ach My nee, gar apologies. nicht. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. Oh. Okay. That's okay. You don't have to force yourself. I'm sure that once we get to know each other better, we'll become really good friends. Hoffe ich doch mal. Also, Hey. wirklich. Aren't you the legendary traveler? The one who repelled storm terror? Also legendär ist jetzt ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen, aber ja, da bin ich. I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. What do you mean, research? Sorry. Don't mind me. What am I saying? Well, never mind. So, what were you two talking about just now? Sucrose received a strange package recently. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumero scholar who came here to study in Mondstadt. Aha. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Aha. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Aber da es ein Geschenk ist, würde ich das jetzt mal nicht annehmen. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. Oh. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Oh, ich weiß, was es ist, die Quest Maybe jetzt. those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Zeig mal. Oh. Okay, eine Karte von Sucrose. Aber ich weiß genau, was das ist. You meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Natürlich das Trading Card Game. TCG! Diese Quest haben wir schon so lange seit Start des Spiels, glaube ich, dauerhaft in unserer Questliste gehabt, aber konnten nicht machen, bis wir Adventure Rank 32 sind. Und was sind wir jetzt genau? Adventure Rank 32. Aber ich habe jetzt mal keine Ahnung, was das ist. Geniale was? Genius Invocation TCG! Haven't you heard of it before? Nein, absolut nicht. Klärt mich auf. Apparently, it's a game that was invented by a scholar in the academia. People from all over are playing it now. Aha. That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The Ernsthaft? story is really good.
It Ernsthaft? starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. Ihr wollt mir jetzt ernsthaft sagen, dass das einfach nur Yu-Gi-Oh! Ist, oder? Die haben Yu-Gi-Oh! In Genshin, Leute. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Es ist Yu-Gi-Oh! Timaeus. Es ist einfach nur Yu-Gi-Oh! What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Oh. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Okay. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Okay. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Naja, also wenn du es spielen möchtest, dann sag es einfach, ich kann gerne mitspielen, ich will es ja auch lernen, also ja. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Paimon, ja. Please? Ja, Paimon gerne doch. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Zum Katzenschwanz, also, okay. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler? Paimon? Let's go to the Cat's Tail and try asking around. Okay. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! Gut, dann machen wir heute kurz Pause von der Story. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Genshin Impact. Das kam jetzt übelst unerwartet, dass ich einfach so in die Quest reinschaue. Ich wollte hier eigentlich nur was am Alchemietisch herstellen. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr was, weil, ja. Okay, gut, dann. Dann machen wir heute mal kurz Pause von der Main Story und kümmern uns. Ach nee, das ist eine andere Aufgabe. Kleiner Pilz in den großen. Okay. Ja, nee, das ist eine andere Quest. Die hier. Den kümmern wir uns heute kurz um die Quest. Und ja, dann machen wir kurz Pause von der Main Story, würde ich sagen. Und gucken uns jetzt mal dieses Kartenspiel an. Also hier auf zum Katzenschwanz. Taverne zum Katzenschwanz. Das wird jetzt allerdings, glaube ich, auch ein extra Part sein. Also, ja. Im nächsten Part geht es mit der Main Story weiter. Ja, Löhle. Lang nicht mehr hier. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Was? Ernsthaft? Don't worry, Margaret.
we're not here for that research project I told you about last time. Fällt von Mitarbeitern ernsthaft Sucrose? Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Ja. Ja, also wir haben da so ein paar Karten gekriegt und wollen mehr lernen. Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. Natürlich. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play. So I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. Ja, I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. Okay, es nimmt nicht für die The Katze. average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow, another guy who can understand animals. Wie kann man so hart den Tier nachsimpen? What? Was zur Hölle? Das ist ein Tier, das ist eine Katze, also bitte. How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Oh, Ja, miau. what's that? Shuyan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. Wie kann man so hart für eine Katze simpen? It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Was? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Ich glaube, der Typ bildet sich einfach nur Sachen ein, ganz ehrlich. It was the duels of Genius Invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are unable to comprehend such a thing. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Was? Somehow Paimon doubts that. Ich glaube, der übertreibt einfach nur maßlos. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Ja, Katzenkrallen sind wahrscheinlich wirklich ungeeignet, um sich Karten zu krallen. Also, ja. Der Typ hat der hat eine Schraublocker, ganz ehrlich. Bei dem sind nicht mal alle Tassen im Schrank. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Na super, Diona. Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm Hi, pretty Diona. busy over here, you know? Okay, gut. Diese Meldung kam auch schon bei Sucrose. Die habe ich allerdings aus Versehen weggeklickt, weil ich scrollen wollte. Ich wollte greifen und runterziehen.
Aber ja, Diana, putzige Mischung. Diana, die Wirtin vom Katzenschwanz, hasst jeglichen Alkohol, hat aber ein seltenes Talent beim Mischen von Getränken. Egal um welche Art von Wein es sich handelt, es wird unvorstellbar köstlich, nachdem es von ihr gemischt wurde. Ja, ihr hervorragendes Talent zur Mischung und ihr niedliches Aussehen mit Katzenohren und Katzenschwanz macht zum Katzenschwanz besonders beliebt. Denk aber daran, Dionas Ohren und Schwanz nicht zu berühren, sonst bekommst du Ärger, wenn sie wütend wird. Hatte ich nicht vor. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Richtig, Diona. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. Okay, beruhig dich, Diona. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Okay. Alrighty then. Our two customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shu Yan is destined for a far greater purpose. Die alle sind doch nicht mehr ganz dicht. Shuyan, drink mixing now. Oh, okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Ja, danke. Ich weiß zwar eigentlich, wie man spielt, aber ich mache das halt nur aus Questgründen. Also, dann lass uns mal beginnen, Diona. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Also, wir sind nicht ganz mit leeren Händen hier, aber habt ihr ein Übungsdeck vielleicht? That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. Oh, Messi Zundere. Warum? Warum hat sie einfach Karten gestohlen? Ganz ehrlich, was soll denn das hier? Also diese Nebenquest ist einfach nur bescheuert, muss ich gerade echt sagen. Alright, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yup. So, are you ready to start? Ja gut, dann lass uns anfangen. Alright, then let's begin. Es ist Zeit für ein... Okay, Figurenkarten und Modell, ja.
Oh, die Luke und Kaya-Karte. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Ja, hi, los geht's. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Muss ich hier selber noch irgendwas erklären? Kann ich hier noch was erklären oder übernimmt das Spiel das komplette jetzt? Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Ja, okay, also übernimmt das Spiel das Gesamte. Gut, dann wählen wir mal Dialog, der hat seine Skills und Let's go. dann wählen wir mal die aktive Figur. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. Okay, ja. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Mir gefällt der Hydro und der Elektrowürfel nicht. Also die Look ist Pyro, also ich brauche mehr Pyro-Würfel. Ernsthaft? Ich darf nicht? Na gut. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. Naja, aber ja, ich sag gleich was dazu. During the den action Würfeln. phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Ja, Of course, the most common action is to use character skills. ja, okay. Dann machen wir das mal einmal den Elementarangriff von Diluc. Der braucht 3 Pyro-Würfel. Und dann hauen wir das einfach mal raus. Ja, da sieht man auch noch mal, was das Skill macht. Wie viel Leben ich dem Gegner abziehen würde von seinem maximalen Leben. Und dann machen wir es. 3. So, hat nur noch ein Leben. Und er hat den Brand, wie auch im normalen Spiel. Not bad. You just made your first attack. Ja. Oh, und ich krieg sogar einen Ult-Stern. Also ich sammle so gesehen Elementarenergie, um Elemental Burst zu machen. Meine Q basically. Es ist einfach nur das normale Spiel in Kartenform, kann man During the fast action sagen. phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Mhm. Ey! And as you can see, tat weh. once the enemy finishes their move, it's our turn again. Ja, ich will allerdings nicht den starken Move machen. Ja, okay. Ich habe 2 Omni-Würfel. Wollte ich gleich nochmal erklären, aber das Spiel sagt, jo, machen wir jetzt einfach mal. These are Omni-Element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. Ja, es ist basically das Joker-Element, was wahrscheinlich Traveler auch nutzt. Vielleicht, nach Theorien. Weil es gibt ja nur 7 Elemente, das sind aber 8-seitige Würfel. Und dann gibt es natürlich noch das Omni-Element, was hiermit direkt angekündigt wurde. Was viele Spiele sehr überrascht hat, dass einfach so ein neues Element gedroppt wird. Und ob es irgendwann auch im Main-Game denn normal ist, dass Ether dann am Ende vielleicht Omni-Element hat, aber man weiß nicht. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Ja. Go on, give it a try. Halt, es ist auch einfach so casually gesagt, ja, es gibt ein Omni-Element, ja, super. Vielleicht ist das auch nur so ein TCG-Ding, aber ja. Ja, der Helichur ist tot. That was pretty good. Jetzt fehlt nur noch der Let's one opponent Milichur, down for the count. der einen Angriffsboost für 3 Runden hat. But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win. Ja, ist mir klar. Ey! As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. Ja, In that case, let's end this round. sollten wir vielleicht After you machen. end round, you won't be able to do anything else this round. Ich liebe das, wenn es so ein detailliertes Tutorial gibt, wenn man es schon kennt, ey. Ich liebe sowas. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. Ja, freut mich total. Also Runde werden.
So, der Gegner hat auch nichts mehr gemacht. Alright, here we are, a fresh new round. Und da wir zuerst beendet haben, sind wir jetzt als erster dran. Super. And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Mhm. Freue mich schon. Und jetzt kriege ich nur Dreckswürfel, oder? Ooh, Ein Pyro. that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use Diluc's skill now. Ja. 3 Geo, 2 Elektro, Hydro und Dendro. Okay. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Once per round, you can select all the dice that you don't like and reroll them. Ja. Ich mag die alle nicht. Ich will alle neu haben. Die gefallen mir nicht. Mir noch mehr Pyro. Okay, When wenigstens the ein bisschen action besser. phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. Ja, das hatte ich gerade eben schon gesagt, Diona. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Yeah. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Oh, ich kann das doch schon. Darf ich das bitte erklären, Diona? Du raubst mir hier meine gesamte Anwesenheit. Und ist das Spiel so leise gerade, dass man da nicht... Hört an Background-Musik? Okay, ich werde das im Nachediting ein bisschen höher schrauben noch, bis jetzt, aber... Anscheinend war es wohl sehr leise. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Ja, habe ich auch schon gesagt und erklärt. Ja, ich hab's doch schon erklärt. Once Diluc's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still 1 short. Und Kaya wird einfach komplett ignoriert. Never mind. Let's start with a normal attack instead. Ja, eine normale Attacke. Diluc's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. Ja, steht da ja auch. Ein Elementar vom Pyro und 2, egal was für Element. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Schauen wir mal an. Macht allerdings auch nicht so viel Schaden. So, und jetzt kann ich auch meinen Burst einsetzen. Danke. Dafür brauche ich nämlich 3 dieser Elementarpunkte und 4 Now we Pyro. have 3 energy plus. We have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst. Oh, 3 da. Boom. Hier kommt der Phoenix. 8 Damage. Ja, guter Damage. Und wir haben gewonnen. Super. Zum nächsten Oh Gott, das geht noch weiter. Oh mein Gott. Oh meinOtt, das geht noch weiter. Mache ich hier draußen einen extra langen Part, um das alles zu haben, oder? TCG, 2 you kleine. need to use multiple character cards Mal to schauen. form a party. Ja, Diona, ich weiß. Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. Ja, hi Kaya. Mit dem brauchen wir ja halt entsprechend Cryo. Oh, it seems like any move by Kaya is gonna cost quite a lot of cryo dice. Warum darf ich den Pyro nicht wechseln? Ja, Alter, beruhig dich. Ein bisschen besser. Aber auch nicht besonders gut. Naja, dann würde ich mal sagen... Cool. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by cryo. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool it. Dodge this! Oder Dodge this, meinetwegen. Ich habe die Voice Lines von Kaya schon so oft gehört. Good! Now our opponent is affected by cryo. Und jetzt soll ich This zu is a Pyro good wechseln. time to learn about elemental reactions. Natürlich, Meld. Warum auch nicht? Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, Ja. an elemental reaction will be triggered. Wer hätte das gedacht? Ich habe das nicht jetzt auch schon seit gut 45 Parts oder mehr. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them.
Looks like we have to switch active characters, though. Ja. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Mhm, ja, freue mich auch. Normally, we can only use the active character skills. Normalerweise, weil nie normalerweise. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. Ja, aber das wird mein Zug beenden. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. Wie der Junge auch den Ton hat von wegen, Dialog, oh, immer dieser Alkoholiker. Magst du nicht. You Und can das kostet spend mich one auch eine Mucke. elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Danke für die Info. Let's finish this swiftly. Hi, Dialog. Schön, dich zu Switching sehen. characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Ey. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Ja, lass mich raten. Dann kriege ich die Meld-Reaktion und der ist instant tot, weil das mehr als 5 Damage macht. Dann. Ah, oder sogar exakt 5. Wer hätte das gedacht? Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. Geht hier auch Hyperbloom? When triggered, melt increases damage dealt by 2. Ja. This will allow you to deal loads of damage in one go! Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? Es ist genauso wie auch in der normalen Welt hier. Also, dann machen wir mal. Und werden den Kampf. Was will uns das Spiel noch beibringen? Stimmt, die Handkarten. Weil, wie gesagt, es ist ja wie Yu-Gi-Oh! Und da haben wir auch noch Karten auf der Hand. Auf zum nächsten Duell. Aktionskarten und Unterstützungseffekte, als ob ich es gesagt hätte. All right. Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Freut mich. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. So. Gut. Uh-oh. Reiner Looks like Dreck. we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Nochmal würfeln. Einfach alles nochmal würfeln. Ich will alles nochmal würfeln, bitte. Danke, ich will neue. Super, jetzt stapeln wir sogar schon. Das ist genauso. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Natürlich ist das alles geplant vom Spiel. Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Ja, das ist natürlich alles gescriptet hier fürs Tutorial. Wer hätte das gedacht? Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Ja. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah. Ja. That means you'll need to play elemental dice of the same type. Ja, da kann man also nicht random wählen. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. Ja, aber hier muss es halt zweimal derselbe We'll sein. cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Danke, Diana. Ja, bitte. 2 Händer für Dialog. Ja, um ihn stärker zu machen. DPS erhöhen. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Nicht so wie Charakter tauschen oder angreifen. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Ja, wie lösen wir das denn, Diana? Dann erklär doch mal. Kann ich etwa eine Karte opfern, um einen Würfel auszutauschen durch das Element des aktiven Charakters? Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. Erzähl mehr. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character.
Oh, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Alter, And ey. this card Ehrlich. isn't useful right now. So we might as well use it for elemental tuning. Ich will. Ja, super. Hier, mach mal bitte den Hydro zu Pyro. Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. In Genius Invocation TCG, keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. Das ist wahr, ja. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Ich liebe diese überlangen Tutorials. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. So, ja. Der auch noch zu Pyro. Der war man noch. Den Endro zu Pyro, I guess. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Wer hätte das gedacht? Ich will aber die noch spielen. Damit kann ich 2 Elementarwürfel in Omniwürfel verwandeln. Oh Mann. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage. What? Wow. Ich glaube, in dieses Video steckt ein bisschen mehr Editing, um es interessanter zu machen. Meinetwegen. So. Gut. Darf ich jetzt das 3. Duell machen? Interne des Gegners und... Now comes the final part. Oh yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. Das freut mich sehr, muss ich sagen. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Also die brauche ich jetzt noch nicht und die auch noch nicht. Genau, hätte ich halt auch so gemacht an dem Spiel. Die anderen 3 sind gut. Ach, die brauche ich auch nicht. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Mhm. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Ein Geomagic. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Okay, da ich mehr Zeit habe für Diluc habe, würde ich ganz gerne Diluc auch als erstes spielen, Let's finish this. damit ich ihn swiftly. stärker vorbereiten kann. Okay, komm, darf ich jetzt ein bisschen mehr eigenständig agieren? Okay, mir gefallen die Würfel absolut nicht. Ich hätte gern deutlich mehr Pyro. Wow, ein Pyro mehr. Look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick. Iona. Free of charge. Was noch? You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Aha. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Aha. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Ich glaube, das habe ich noch nie genutzt. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Was soll ich denn jetzt dagegen machen? Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours. Danke, oh mein Gott, endlich. Gut, also. Dann spielen wir mal. Als erstes hier den brennenden Hexenhut. Der sorgt dafür beim Anwenden der Fähigkeiten oder durch. Ich verbrauche weniger Pyro-Würfel. Das ist das. So. Damit kriegt Diluc das. Gleichzeitig darf er auch nochmal. Dann spielen wir noch die Paimon-Karte hier mit Traveler. Was auch nochmal ein Indiz auf Omni-Element Traveler ist. Um 2 Würfel in Omni-Element zu verwandeln. Packen das Schwert auf Diluc. Und jetzt haben wir, würde ich sagen, die Würfel sparen wir uns jetzt für die nächste Runde und greifen einmal direkt an. Diluc ist natürlich jetzt verdammt stark schon. Aber ja, so, nur der erste Move.
gibt mir mehr. Deswegen nutze ich jetzt nochmal die restlichen 2 Würfel, die ich habe. Packen Artefakt auf Kaya. Und da ich jetzt absolut gar keine Würfel mehr habe, beende ich einfach eine Runde. Mein Gegner ist dran. Er beendet auch zufällig seine Runde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe nicht aufgepasst. Wait. There's one more thing I almost forgot. Ah, Diana, was jetzt noch? Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich gerade 2 neue Karten gekriegt habe. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Mhm. Ja. Also. Da gerade den Pyro-Effekt hat, will ich diese Runde zu Kaya wechseln. Das heißt, ich brauche ein paar Cryo-Würfel. Okay, Pyro ist auch natürlich ganz geil jetzt, aber ich will gerne mehr Cryo. Okay, gut. Dann rüsten wir erstmal Kaya aus. Die 2 Geo-Würfel können wir fürs Ausrüsten nutzen. So, dann hat er auch eine stärkere Waffe. Dann wechseln wir mal die Runde. Mit dem Hydro-Würfel kann ich absolut nichts anfangen. Ready when you are. Wir enden damit unseren Zug. Au. Okay, Kaya hat ja jetzt das Artefakt und seine Waffe, das heißt ein bisschen mehr Schaden und gleichzeitig auch weniger verbraucht, denn nutzen wir das einfach mal. So. Schön Melt-Effekt, jetzt hat er nur noch 2 Leben und im nächsten Zug sollte ich den besiegt kriegen. Denn was ich jetzt machen werde, ist die Karte aufgeben, um Cryo-Elementarwürfel zu kriegen. Und da ich noch einen Cryo brauche, würde ich auch nochmal die ausspielen. Damit habe ich jetzt 3 Cryo-Elementar und kann den guten Angriff machen. 4 Damage und wir haben gewonnen. So schwer war das jetzt gar nicht. Wem das zu schnell denkt, der kann gerne nochmal zurückspulen oder ja. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Videos dazu machen, aber ich weiß noch nicht. Geniale Beschwörer ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Stell dein Deck aus Figuren und Aktionskarten zusammen und fordere die verschiedensten Gegner am Spieletisch heraus. Würfelphase zu Beginn, jeder Runde hält. Ja, okay, das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Aber hier sieht man es auch nochmal, die 7 Elemente plus das Omni-Element von Traveler wahrscheinlich. Ja. Das haben wir alles gerade erfahren und so. Das. Jetzt als Maulspiel. Ich habe das doch alles gerade schon erklärt gekriegt. Mhm. All right, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Na super. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. Hi, Dilok. Erstens, was machst du hier? Und zweitens, ja, das war wirklich sehr detailliert vom Spiel. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Nee, gar nicht, Dilok. Also ganz ehrlich, ich mag dich. Mich störst du nicht. Without making a sound. Anyway, what are you doing here? Gute Frage. Würde ich auch gern wissen. The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? Die Dilok-Karte. It's Diluc's character card! Ja. Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG,
Seeing this particular card is a first for me. Super. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Ah ja. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Ja, das war zu 100% Kaya. Gah! I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Na, Don't super. worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. Mhm. So, what about the Diluc character card? Ja, was, I don't trotzdem mind. ein bisschen seltsam. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Ja, aber ich würde schon sagen, es wäre schon sehr seltsam, wenn plötzlich irgendwo ein Kartenspiel auftaucht und plötzlich einfach mal ein Bild von mir auf einer Karte ist, das, oder ich gefragt werde. Also das wäre schon sehr seltsam. Ich könnte dafür auch Klage einreichen, weil in meinem Bilde Geld verdient wird, ohne meine Erlaubnis. Also, ja. Möchtest du jetzt eine Runde spielen, Diluc? Ich meine, es ist immer noch seltsam, aber ja. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the cat's tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Ja, klar, kein Problem. Gerne irgendwann. Good. Then I'll take my leave. Mhm. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados split you. Uh-oh. Guard captain. Oh, Kaya ist hier. Ah, super. I hope Kaya will be alright. Nein, wird er nicht.